Nerven liegen momentan echt blank. Ich habe echt keine Lust mehr mittlerweile. Wir haben gerade eine Probefahrt gemacht von gut 300 Kilometern, um mal so richtig alles heiß zu fahren und zu gucken, ob es denn jetzt auch wirklich dicht ist. Und wie wir da hinkommen wollen, das zeigen wir euch jetzt. Wir fahren jetzt zur nächsten Firma und gucken mal, ob die uns weiterhelfen können. Keine Zeit, Chef nicht im Haus. Das haben wir jetzt das zweite Mal gehört. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Guten Morgen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, mittlerweile sind schon wieder ein paar Wochen vergangen und die Nerven liegen momentan echt blank. Also es wird Zeit, dass wir jetzt hier loskommen. Eigentlich hatten wir ja gedacht, dass das schnell erledigt wird hier in der Werkstatt, aber wie es halt so ist, dauert es halt dann doch immer wieder länger, als man sich das halt so ein bisschen vorstellt. Und ja, die 2-3 Wochen in den Niederlanden haben nicht so wirklich gereicht, um so wieder auf gute Gedanken zu kommen, um positiv zu werden. Und es ist momentan so nervlich, sehr angespannt und es wird wirklich Zeit, dass wir jetzt auf die Straße kommen, dass wir jetzt rollen. Wir haben soweit alles erledigt, die Testfahrten sind gut verlaufen und Nikolas wird euch jetzt erzählen, was alles im LKW gemacht worden ist, damit ihr nochmal so einen Überblick bekommt, was in den letzten Wochen hier so alles passiert ist. Die Achsen haben wir abgedichtet, das habt ihr gesehen im letzten Video. Wir haben gerade eine Probefahrt gemacht von gut 300 Kilometern, um mal so richtig alles heiß zu fahren und zu gucken, ob es denn jetzt auch wirklich dicht ist. Und wie ihr gerade gesehen habt, das ist richtig trocken. Also geil, einfach nur geil. Es hat geklappt, es hat funktioniert. Ich habe auch geprüft, beide Seiten sind richtig trocken, da ist jetzt nichts, was rauskommt. Das Erfolgserlebnis überhaupt. Also nach 9 Monaten und diversen Werkstätten haben wir es hier endlich geschafft. Dank Sebastian. Die Weiterreise rückt endlich näher. Es sind nur noch ein paar Tage, dann können wir endlich weiterfahren. Das ist auch gut so, weil ich habe echt keine Lust mehr mittlerweile. Das kann man, glaube ich, auch verstehen. Naja, also während der Zeit hier in der Werkstatt habe ich noch ein paar Verbesserungen dem Odin gegeben. Die Druckluftleitung oder die meisten Druckluftleitungen wurden gegen Tekalanrohr, das ist so ein Kunststoffrohr, halt ausgetauscht. Dann sind noch Prüfanschlüsse dazugekommen und ins Armaturenbrett habe ich noch Manometer eingebaut, dass wir jetzt die Luftkreise komplett überprüfen können. Das heißt, Kreis 1, 2, 3 werden überprüft. 1 und 2 ist, glaube ich, auch relativ normal bei jedem LKW. Ich habe aber Kreis 3 noch dazu genommen und zusätzlich auch noch einen weiteren Kreis, dass ich sehen kann, ob genügend Druckluft auf der Feststellbremse ist, während wir fahren. Der Kompressor, der hat mir ja nie so richtig gut gefallen oder hat nicht so gut geklungen, fand ich. Da hatte ich schon so ein Bauchgefühl gehabt, dass da ist noch irgendwas. Hier ist der Luftanschluss. Hier zieht er sich die Luft rein. Richtig. Geht in die Kammer, deswegen müssen die voneinander getrennt sein. Ja. Der Kolben geht nach unten. Hier, ne, der geht nach unten und zieht die Membran auf. Ja. Dadurch kommt die Luft hier rein. So, jetzt kommt der Kolben ja irgendwann wieder nach oben. Dann drückt er die Membran hier auf. Ja. Der geht durch das Loch. Okay. Und da wieder raus. Und da wieder raus. Das ist ein relativ einfaches Prinzip, ne? Ja. Und den habe ich mir dann nochmal angeguckt und haben wir überholt und dann nochmal neu abgedichtet. Das war auch gut so. In dem Zuge halt auch gleichzeitig die Servopumpe gleich mit abgedichtet, weil das ist auch eine Einheit, die gehört zusammen. Und zu guter Letzt habe ich noch hinten die Kardanwelle, die in das Differential der Hinterachse geht, abgedichtet. Da leckte das auch schon so leicht raus. Hätte man vielleicht nicht sofort machen müssen, aber also zumal kein Tropfen so richtig drunter hing. Ich fand es aber dann noch besser, den jetzt zu machen. Und jetzt, wo man die Werkstatt hier hat, hat man ja dann doch mehr Möglichkeiten.
Im letzten Video haben wir euch schon verraten, dass wir in Griechenland überwintern wollen und diese Pläne haben sich jetzt verfestigt und wir haben uns auch schon einen kleinen Fahrplan angelegt. Fester Termin ist, Weihnachten in Griechenland mit unseren Freunden auf Peloponnes zu verbringen und wie wir da hinkommen wollen, das zeigen wir euch jetzt. Von Berlin aus werden wir durch Tschechien fahren, Österreich werden wir umfahren, nämlich durch die Slowakei. Wir möchten Budapest einen Besuch abstatten, durch Ungarn fahren und dann durch Kroatien, entlang der Küstenstraße von Kroatien, nach Montenegro, dort ein bisschen wandern, durch Albanien fahren und bis nach Griechenland und am Ende Weihnachten dann auf dem Peloponnes verbringen. Und für diesen ganzen Weg haben wir jetzt über 2 Monate Zeit. Wie es uns dann in den einzelnen Ländern gefällt und wie auch das Wetter ist, werden wir halt dann sehen, wie lange wir in den einzelnen Ländern verbringen wollen. Falls ihr Anmerkungen habt oder Ideen habt, was wir auf keinen Fall verpassen sollen in diesen Ländern, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Vielleicht auch irgendwas Kulinarisches, was wir auf jeden Fall essen sollen, was wir auf jeden Fall uns nicht entgehen lassen sollen. Das wäre total cool, wenn wir ein paar Tipps von euch kriegen, da würden wir uns riesig drüber freuen. Eigentlich wollten wir ja schon längst unterwegs sein. Nun haben wir jetzt bei der letzten Prüfung der Druckluftanlage gemerkt, dass das Vierkreisschutzventil nicht mehr vernünftig arbeitet. Und zwar wird der Kreis 1 nicht mehr vernünftig abgesichert. Und das ist natürlich absolut sicherheitsrelevant. Man merkt das nicht im Fahrbetrieb, wenn man unterwegs ist. Das merkt man nur, wenn die Druckluftanlage wirklich dann einmal jeder einzelne Kreis komplett getestet wird, ob der dann durch das Vierkreisschutzventil abgesichert wird. Das Vierkreisschutzventil funktioniert halt so, dass wenn auf einem der Kreise oder auf mehreren Druckluftverlust ist, dass dann die noch intakten Kreise geschützt werden und dann das Ventil zugeht, sodass man noch einen Mindestdruck hat, um entsprechend den LKW zum Stillstand bringen zu können. Das Positive an dem Ganzen ist, dass das ein Vakuum-Teil ist, wie viele andere Teile auch an dieser Bremse. Und das kam 3 Tage nach Bestellung an. Also müssen wir das jetzt auch nochmal einbauen. Hier ist das Neue, das bauen wir ein. Aber leider, wie es dann immer so ist, es ist nur noch eine Schraube, die uns fehlt, die uns davon abhält, das einzubauen und loszufahren. Wir fahren jetzt zu einer Metallbaufirma, die hat uns schon auch geholfen bei den Achsabdichtungen. Die Ringe, die wurden da ja ausgedreht. Und jetzt werden wir mal gucken, ob die uns sowas hier bauen können. Kanada, Chef ist im Urlaub. Jetzt müssen wir uns was anderes überlegen. Das heißt, Sie machen momentan gar keine Aufträge? Nö. Also im Moment sieht es so aus, dass wir da hier jetzt nicht weiterkommen. Wir fahren jetzt zur nächsten Firma und gucken mal, ob die uns weiterhelfen können. Keine Zeit, Chef nicht im Haus. Haben wir jetzt das 2. Mal gehört. Mal gucken. Eine Möglichkeit haben wir noch im Köcher. Ich war vorgestern da wegen dem alten Renault LKW, da hatte ich ja Teile geholt. Und jetzt hatte ich nochmal eine Anfrage, weil mir da jetzt eben halt ein anderes Teil noch fehlt, beziehungsweise kaputt gegangen ist. Ich habe hier, also auf der Renault-Zeichnung steht irgendwie was mit Brettnummer, irgendwie so, ich weiß nicht, ob das weiterhilft, wenn ich die irgendwie nenne, irgendwie so eine, ich weiß nicht, was das die Zeichnungsnummer ist oder das ist halt so eine Übersicht. Sieht aus, als ob es aus einem System kommt irgendwie. Das ist im Grunde genommen eine Augenschraube mit einer, wie nennt sich das, Ringstück oder sowas. Wo die Hohlschraube, also eine Hohlschraube, die in so ein Ringstück reingeht. Und dieses Ringstück geht eben in diesen Hauptbremszylinder. Ja.
Okay. Ich habe ein besonderes Anliegen. Ich bräuchte ein Teil nachgefertigt für einen LKW. Also es ist halt ein sehr alter LKW und das Teil gibt es halt nicht mehr. Und mir wurde gesagt, dass sie noch in der Lage wären, halt solche Teile zu bauen, weil sie halt Drehbänke und Fräsen auch haben. Sag mal, was rausgekommen ist. Ja, also sie könnten das herstellen, aber erst in 4-5 Wochen. Also die haben halt extrem Probleme mit ausfallendem Personal, also Krankheitsausfälle. Und deswegen geht es nicht. Also sie könnten das tun, sie könnten es machen. Also ich wäre da an der richtigen Adresse, aber sie haben nicht die Kapazitäten. Und das ist natürlich ziemlich schade. Die Frage ist, findet man jetzt solche Werkstätten dann so auch noch, die eben so eine Einzelfertigung machen? Ne? Er hat halt gesagt, die meisten spezialisieren sich halt eher dann auf so eine Serienfertigung, wo sie sagen, ja, Mindestabnahme 50 Stück. Naja, mal gucken. Also wir werden nochmal sehen, also ein paar Metallbaufirmen anrufen, ob da für irgendwas geht. Endlich mal wieder grillen. Aber wie lange habe ich diesen Geruch schon nicht mehr in der Nase gehabt? Also heute haben wir was zu feiern. Wir haben Leute kennengelernt über Instagram, die uns jetzt gerade richtig weiterhelfen. Wir haben ja das Problem, dass wir diese Schraube nicht kriegen. Die haben uns angeboten, wenn wir mal irgendwann das Problem haben, keine Ersatzteile zu bekommen, dann können sie für uns diese Ersatzteile nachbauen. Jetzt haben wir gerade so einen Fall, die haben wir heute kontaktiert. Bernd und Anja, vielen Dank dafür auf jeden Fall schon mal. Und das feiern wir heute halt schön mit Grillfleisch und ein bisschen Glühwein, weil wir haben ja auch schon ein bisschen jetzt winterliche Temperaturen. Ja. Übrigens, unser toller Grill hier, auch nochmal. Ich bin immer wieder total begeistert von dem, wie viel Power der hat als Campinggrill. Das weiß nicht, unser letzter, den wir hatten bei dem alten Wohnmobil, der war halt irgendwie, da ging gar nichts. Ne? So, der kriegt das Fleisch so richtig schön kross. Und auch nochmal vielen, vielen Dank an Sebastian, an dich. Es ist so mega, was du uns hier hilfst. Also auch die Ideen, die du hast, um letztendlich diesen LKW dann wieder fit zu kriegen, eben halt neben dem Standardprogramm, was halt sonst so abgefahren wird. Also es sind halt wirklich deine Ideen, die letztendlich dazu führen, dass wir mit dem LKW mit einem guten Gefühl dann auch losfahren können. So, also vielen Dank, wirklich. Wir sind dir mega dankbar. Lecker, lecker. Hallo, ich bin der Sebastian. Ich habe mich vor über 10 Jahren selbstständig gemacht mit meiner Autowerkstatt, die Firma Eastside Customs Berlin. Und ja, ich kümmere mich halt auch schon mal um die komplexeren Sachen. Was hast du eigentlich gedacht, als du das erste Mal unsere Videos gesehen hast? Also als du das erste Mal eigentlich entdeckt hattest und dann so gesehen hast, was wir da so machen? Ja, ich fand es ein bisschen merkwürdig. Ich fand, ihr hattet komische Fehler und ich habe nicht verstanden, wieso das nicht möglich ist, eine Ölundichtigkeit abzustellen, wieso Bremsen heiß werden. Ich konnte es einfach nicht nachvollziehen, wie man diesen leichten Fehler nicht finden kann. Warum hast du dich dann dazu entschieden, uns zu helfen?
Also wir haben ja vorher schon immer mal geschrieben gehabt und weil ich der Meinung war, dass man euch unterstützen kann, einfach so. Und dann war halt immer wieder ein neuer Versuch und es hat halt nie wirklich einen Abschluss gefunden. Und dann dachte ich mir so, okay, dann kam der Anruf, ihr habt wieder das Problem, das Öl läuft, dann später die Bremse noch dazu. Und dann dachte ich so, komm, jetzt fahr einfach her und dann machen wir das. Und mit diesen ganzen Problemen, die wir jetzt so hatten, die jetzt auch mit dem LKW bestehen, du hast ja jetzt schon einiges gesehen, auch von dem LKW und auch welche Dinge da nicht so richtig funktioniert haben, jetzt abgestellt wurden. Was hältst du insgesamt von unserem Vorhaben, was wir jetzt machen werden, dass wir da jetzt um die Welt reisen? Also ich denke, jetzt ist der Zustand von dem LKW hat so ein Level, dass man damit fahren kann, sicher fahren kann. Das heißt nicht, dass nicht wieder was kaputt gehen könnte, theoretisch, aber zumindest alles, was gesehen wurde, ist jetzt erstmal beseitigt. Und auch so, dass es nachhaltig beseitigt ist. Klar gibt es die Sicherheit, aber du kannst halt ein Fahrzeug nicht zu 100% betriebssicher halten oder führen. Selbst wenn es neu ist, kann es kaputt gehen. Und wir haben, denke ich, schon eine ganze Menge gemacht und ich denke auch, dass es jetzt funktioniert. Und ja, mehr geht nicht. Zum derzeitigen Zeitpunkt. Genau, also Das muss ja auch im Verhältnis stehen. Alles. Genau, also wir machen jetzt hier keine Vollrestauration. Das wird es nicht, das war auch so nie geplant. Aber zumindest sollte es so sein, dass das Ding sicher bremst und sicher fährt. Und das ist gegeben, denke ich. Nun ja, also wir reisen jetzt mit dem LKW um die Welt, aber wir sitzen ja jetzt auch gerade in einem ähnlichen Gefährt, alles nur ein bisschen größer, alles ein bisschen mächtiger. Wie reist du eigentlich gerne? Also wir haben uns vor einem guten Jahr einen Setra gekauft, einen S315 UL. Und den habe ich mit einem guten Kumpel immer nachts umgebaut. Wir reisen halt mit 2 Kindern, einem Hund. Einen großen Hund? Einem Neufundländer. Wir können ja gleich mal zeigen, in welcher Box dieser Hund dann sozusagen schläft. Wir wollen halt schon auch uns Europa angucken. Ja. So, und vielleicht auch noch ein bisschen weiter, aber man muss ja auch die Zeit dafür haben. Ne? Also, so ein Bus ist ja nicht gerade klein. Du hast ja nur auch die eine oder andere Fahrt schon damit gemacht. Kannst du noch mal ein bisschen was darüber erzählen zu dem Bus, so wie er ist, so Größe und auch wie er ausgebaut ist und wieso deine Erfahrungen jetzt damit waren, wie du da unterwegs warst? Also der Bus ist 12 Meter lang, 2,55 Meter breit. Wir sind schon ziemlich nah an dem dran, was gesetzlich möglich ist. Eigentlich geht es nur noch in der Höhe. In der Länge ist als Wohnmobil ohne Sondergenehmigung halt nicht mehr zulässig. Wir wollten kein kleines Wohnmobil, wir wollten uns nicht einschränken, wir wollten halt eine Ferienwohnung, von der wir im Prinzip überall aus starten können. Also wir halten irgendwo an, wir haben alles sofort griffbereit, verfügbar, können kochen, können essen, wir können duschen, Toilette und was man halt so jeden Tag so machen muss. Wäsche waschen zum Beispiel auch. Wir starten halt unsere Touren von hier, egal wo wir stehen. Wir sind jetzt nicht unbedingt auf Campingplätze angewiesen, wir haben hier noch Wasser dabei, wir haben alles, was man braucht. Ihr habt ja 600 Liter Frischwasser an Bord und knapp dasselbe nochmal an Abwasser. Und im Grunde genommen so das, was wir jetzt so bisher sehen konnten, ist ja im Grunde genommen das ein richtiges Haus auf Rädern. Also eigentlich ein Tiny House. Ja, nur ein bisschen schneller. Nur ein bisschen schneller, genau. Und das sollte halt nicht High-End und irgendwas werden. Das ist nicht, dieser Umbau ist nicht High-End. Die Sachen, die man braucht, sind hier drin. Und es war auch nicht wichtig, dass dieser Brustcharakter verschwindet. Sieht man ja öfter, ist auch nicht schlimm, kann jeder gerne machen. Aber für uns war entscheidend, dass wir ein Fahrzeug haben, womit wir im Prinzip reisen können, wo wir keinen Verzicht haben müssen und jeder so seinen Raum hat. Du hast gerade den Ausbau angesprochen. Das hat ja auch was letztendlich auch mit den Gesamtkosten dieses Fahrzeuges zu tun. Ne? Ja. Also ich denke oder kann mir vorstellen, dass es für einige schon auch interessant sein könnte. Viele da draußen gucken sich gerade um, was könnte man als Reisemobil haben. Wir wollen gar nicht jetzt darauf eingehen, wie viel das wirklich gekostet hat, sondern nur so viel, dass es ein Bruchteil von dem kostet, was so manch neuer Camper kostet. Das ist richtig. Also wir reden definitiv noch vom unteren 5-stelligen Bereich. Ja, wenn man die Arbeitszeiten einfach mal komplett rauslässt. Man muss halt natürlich einen günstigen Bus kaufen. Diese Busse sind momentan günstig verfügbar. Und da man halt diese Gewichtsprobleme einfach nicht hat, kann man auf Sachen zurückgreifen, die im Möbelhaus stehen. Das ist viel preiswerter, als das zu kaufen, was im Campingbedarf verfügbar ist. Weil man es halt einfach nicht in Leichtbau braucht. Das ist alles sozusagen Haustechnik, die dann hier verbaut wurde? Also zu 90%. Also ich müsste jetzt wirklich überlegen, was von Camper ist.
Das ist ja jetzt kein Bus mehr, sondern Ein Wohnmobil. genau. Ist ein Wohnmobil und wir sind ziemlich nah da dran an den gesetzlichen Maßen, die man haben kann. Ich habe auch keinen Busführerschein, sondern einen LKW-Führerschein und dementsprechend kann ich den als Buszulassung auch nicht fahren. Den darf jetzt jemand einen Busführerschein, darf den gar nicht mehr bewegen, Ja, sondern der ist jetzt reinweg mit dem LKW-Führerschein fahrbar. Also den großen C. genau. Also es ist ein Wohnmobil im Grunde genommen, dass man mit einem LKW-Führerschein nur fahren darf. Genau, also wir haben hier ein Leergewicht von 12 Tonnen. Mhm. Jetzt aktuell können bis auf 15 Tonnen das Ding beladen. Mhm. Sollten wir eigentlich nicht hinkommen. Also da sind bei den 12 Tonnen ist das Wasser schon mit drin gewesen. Und dementsprechend hat man also keinen Gewichtsstress. Der coolste Vorteil eines Busses ist ja was hinsichtlich der Stellplätze? Ja, man kann auch sehr gut mal auf dem Busparkplatz parken. Ja. Also überall, wo halt Publikumsverkehr ist, Ja, wo man sich halt mal aufhalten möchte, gibt es ja in der Regel auch Busparkplätze. ja. Und naja, da kann man halt schon mal stehen. Und das meist auch sogar kostenlos, ne? Genau. Wogegenüber andere Parkplätze dann Genau. Geld kosten. Ja. Also wir haben schon an verschiedensten Orten geparkt und man ist da schon sehr undercover. Ne? Also man wird nicht entdeckt. Ja, cool. Ja, Sebastian, Dankeschön auf jeden Fall. Wir würden dir auch gerne nochmal, auch über diesen Wege, sehr herzlich danken für das, was du für uns getan hast. Das ist ja absolut nicht selbstverständlich. Und auch jetzt sind wir schon mittlerweile wieder etwas länger hier. Ich will jetzt gar nicht sagen, wie lange, aber es ist halt nur auch schon ein ganz schöner Zeitraum. Und wirklich herzlichen Dank für das, was du für uns getan hast. Und ich weiß gar nicht, wie wir das wieder gut machen können, aber in gewisser Weise kannst du auf jeden Fall darauf zählen, wenn wir irgendwie was tun können für dich oder wenn wir irgendwie da auch mal helfen können, jederzeit. Und auf jeden Fall wirst du bei uns immer einen Platz sozusagen im Herzen haben und wir wissen ganz genau, was du für uns getan hast. Und das wird uns auch auf unserer Reise immer begleiten, auf jeden Fall. Also vielen Dank. Ich danke. Ja, also war hübsch, ne? Hauptsache ihr kommt halt überall an, das wäre mir wichtig. Ja. Und schickt Postkarten. Machen wir. Hiermit sind wir auch am Ende des Videos angelangt. Diesmal mit einem Interview am Ende. Wir hoffen, euch hat auch dies gefallen. Gebt uns doch gerne Feedback, ob euch sowas gefällt, wo wir Leute halt auch mit ihren Fahrzeugen und Räumen interviewen. Das würde uns sehr interessieren. Nach dem letzten Video haben wir wieder so viele Spenden von euch bekommen. Ja. Das hat uns wieder total umgehauen. Mega. Egal ob große Spende, kleine Spende, jedes Mal sind wir einfach so begeistert, Überwältigt. Ne? wie ihr uns unterstützt. Also damit haben wir nicht gerechnet und da fehlen uns einfach immer die Worte, was wir sagen sollen. Von daher an dieser Stelle Dankeschön dafür. Ja, auch natürlich an diejenigen, die uns bis hierhin immer wieder Mut gemacht haben, uns geschrieben haben, Kommentare geschrieben haben. Das hat uns natürlich auch super geholfen. Ja, zuletzt bleibt uns eigentlich nur noch euch dann zu sagen, habt eine schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder beim nächsten Video und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch bitte unseren Kanal.